Schlesischer Mohnkuchen vom Blech mit Streusel. Ich zeige, wie der sicher gelingt. In die Rührschüssel meiner Maschine gebe ich 375 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Mit der Rückseite einer Soßenkelle drücke ich eine Vertiefung hinein und darein gebe ich 15 Gramm frische Hefe. In einem Becher habe ich bereits 100 Gramm Milch abgewogen und davon schütte ich etwas kalte Milch in die Hefe, bis sie bedeckt ist. Zusammen mit einer Prise Zucker wird die Mischung verrührt, bis ein Brei entsteht. Der Brei muss nun 15 Minuten ruhen, damit sich die Hefe entfalten kann. In dieser Zeit kann man sich schon mal die Zutaten zurechtstellen und abwiegen. Die Zutatenliste für den Kuchen findet ihr übrigens am Ende des Videos für einen Screenshot. Der Brei wirft nun ein paar Blasen und die weiteren Zutaten können hinzugefügt werden. Ein Ei, 100 Gramm in Würfel geschnittene Butter, die schon etwas weich geworden ist, die restliche kalte Milch und meine Oma hat immer noch einen Esslöffel Rum in den Teig gegeben, was ich mir nicht nehmen lasse. Die Schüssel wird eingespannt und das Kneten beginnt. Sobald die Zutaten einigermaßen vermischt sind, gebe ich noch einen halben Teelöffel Salz dazu, um alles geschmacklich abzurunden. Der Teig wird, da ich Dinkelmehl verwende, nur so lange geknetet, bis er zusammenkommt, was bei mir schon nach einer guten Minute der Fall war. Dinkelmehl verhält sich anders als Weizenmehl. Ich nehme ihn aus der Schüssel, bemehle die Arbeitsfläche und knete ihn von Hand durch. Dabei falte ich ihn wie gezeigt. Insgesamt hat dieser Vorgang bei mir 1,5 Minuten gedauert. Anfangs ist der Teig eher klebrig, durch das Kneten erhält er aber zunehmend Spannung und dann ist es auch schon gut. Von Hand kann man das am besten beurteilen. Der Teig wird zum Ruhen für 1 bis 1,5 Stunden zur Seite gelegt. In dieser Zeit kann man die Streusel und die Mohnfüllung zubereiten. Für die Streusel gebe ich 200 Gramm Mehl in die Rührschüssel, dazu kommen 100 Gramm Zucker und 100 Gramm weiche Butter. Ich bereite die Streusel diesmal in der Maschine zu. Mit dem Flachrührer lasse ich die Zutaten kneten, bis sie krümelig werden. Das hat erstaunlich lange gedauert. Bei mir hat es ungefähr 3 Minuten gedauert und zum Schluss habe ich noch ein bisschen mit der Hand nachgeholfen. Wenn ihr die Streusel lieber von Hand machen wollt, in diesem Video zeige ich, wie es geht. Die Streusel gebe ich in eine Schüssel, bis zur Weiterverarbeitung werden sie in den Kühlschrank gestellt. Zur Vorbereitung der Mohnfüllung bereite ich zunächst eine braune Butter zu. Sie bringt nussige Röstaromen mit, die wunderbar zum Mohn passen. Dazu gebe ich die Butter in einen kleinen Topf und erhitze sie, bis das enthaltene Wasser verdampft ist und die Milcheiweiße zu bräunen beginnen. Damit die Butter gleichmäßig bräunt und nicht spritzt oder am Topfboden anbrennt, rühre ich sie regelmäßig um. So kann ich auch den richtigen Zeitpunkt besser erkennen, wenn sie fertig ist. Sobald die Butter die gewünschte goldbraune Farbe erreicht hat, stelle ich den Topf kurz in kaltes Wasser. Dadurch stoppe ich den Garprozess, denn nach braun kommt sehr schnell schwarz und verbrannte Butter würde bitter schmecken. Die Zubereitung der Mohnfüllung läuft wie folgt ab. Ich erhitze die Milch. Wenn sie kocht, wird der Mohn hineingegeben. Man braucht keine Angst zu haben, dass sich Klümper bilden, man muss nur beherzt rühren. Der Mohn nimmt die Flüssigkeit auf und wird weicher, dadurch wird die Füllung später saftiger. Ich rühre den Mohn nun bei geringer Hitze immer wieder durch, damit er gleichmäßig erwärmt. Bei mir war der Mohn etwas trocken, deswegen habe ich noch einen Esslöffel Milch dazugegeben. Ob das nötig ist, hängt auch von der Jahreszeit und der Frische des Mohns ab. Mit dem Fingerrücken kontrolliere ich, wie heiß die Masse geworden ist. Nach ein paar Minuten des Rührens auf dem Herd nehme ich den Topf vom Feuer und arbeite nun noch die restlichen Zutaten ein. Die Reihenfolge der Zutaten richtet sich danach, wie hitzeempfindlich sie sind. Zuerst gebe ich die braune Butter dazu und rühre sie unter. Dann kommen 40 Gramm Zucker dazu, Vanilleextrakt sowie 2 gute Esslöffel ungesüßtes Apfelmus. Wenn ihr nur gesüßtes Apfelmus habt, nehmt entsprechend weniger Zucker. Des Weiteren Abrieb einer Bio-Zitrone und ein paar Tropfen Bittermandelöl.
Meine Mutter meinte immer, man kann ruhig viel davon dazu tun, das Aroma würde verfliegen. Ich finde aber ein kleiner Schucker, also ein kleiner Spritzer reicht, denn der Mohn soll ja nicht wie Marzipan schmecken. Hier teste ich mit dem Fingerrücken die Wärme der Masse, die sich so weit abgekühlt hat, dass ich nun das Ei dazugeben und unterrühren kann. Der Mohn wird zur Seite gestellt, sodass er noch weiter quellen kann. Sollte die Ruhezeit des Teiges noch nicht um sein, kann man jetzt die Küche aufräumen oder Mittagessen und schon mal ein Backblech heraussuchen und das Backpapier wie gezeigt entlang der Ränder umfalten. Wofür das gut ist, werdet ihr gleich sehen. Der Backofen wird schon mal auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorgeheizt. So sieht der Teig vor und nach der Ruhezeit aus. Das Backpapier ohne Blech darunter wird großflächig eingemehlt und der Teig vorsichtig aus der Schüssel geholt. Der Teig ist geschmeidig und bevor ich ihn auf das Papier lege, ziehe ich ihn schon etwas auseinander und versuche ihn in eine rechteckige Form zu bringen. Das klappt natürlich nicht perfekt, aber macht nichts, jetzt wird mit dem Teigroller nachgeholfen. Zunächst parallel zu den Außenrändern, um ihn größer zu machen. Ecken erhält man, wenn man dann diagonal rollt, jeweils zur gewünschten Ecke hin. Anhand der Falze kann ich erkennen, wann der Teig groß genug ausgerollt ist. Wenn er ein wenig darüber geht, macht das nichts, er lässt sich später wieder zurückschieben. Jetzt wird das Backpapier mitsamt Teig auf das Backblech gezogen und noch ein bisschen korrigiert. Die Mondfüllung teile ich immer mit dem Löffel in 4 Teile und verteile sie auf 4 Teilen der Teigplatte. Dadurch habe ich es einfacher, wenn ich die Füllung mit Hilfe eines Versatzspachtels gleichmäßig dick verstreiche. Jetzt werden die Streusel verteilt, die nach der Zeit im Kühlschrank wieder etwas aufgelockert werden müssen. Beim Verteilen achte ich auch immer besonders auf die Ränder, denn sonst werden sie trocken und keiner will sie mehr essen. Ach ja, und auf einen Teil habe ich auch noch ein paar Mandelblättchen gestreut. Meine Oma hat das zwar nicht gemacht, aber ich finde, es sieht schöner aus. Was meint ihr dazu? Den so vorbereiteten Kuchen lasse ich noch eine Viertelstunde ruhen, dann wandert er in den Ofen und zwar für 20 bis 25 Minuten, die Backzeit kann jedoch variieren. In dieser Zeit bereite ich den Zuckerguss vor, denn er muss fertig sein, wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt. 4 Esslöffel Puderzucker und 1 bis 2 Esslöffel Rum. Mir ist aber dieses Missgeschick passiert und es musste noch 1 Esslöffel Zucker dazu. Falls ihr, so wie ich, Klümpchen im Puderzucker habt, macht das nichts, die lösen sich in kürzester Zeit auf. Nach knappen 20 Minuten kontrolliere ich mit einem Thermometer den Teig. Er ist gar, wenn er eine Temperatur von 95 Grad Celsius erreicht hat. Man kann auch den Teig etwas hochbiegen, um zu kontrollieren, wie braun er ist. Bei mir ist die Temperatur schon erreicht, aber die Streusel obendrauf sind noch nicht fertig. Deswegen schalte ich jetzt von Ober-Unterhitze um auf nur Oberhitze und behalte den Kuchen bzw. die Streusel im Auge. Sobald sie schön braun sind, kann der Kuchen aus dem Ofen geholt, auf ein Brett gegeben werden und muss dann sofort mit dem Puderzuckerguss beträufelt werden. Bei mir war der etwas flüssig, sodass der kleine Löffel ganz geschickt war. So sieht der Kuchen nach dem Anschneiden aus. Der Hefeteig ist schön saftig, da er nicht die ganze Backzeit über die volle Hitze abbekommen hat und die Streusel sind knusprig. Der Teil mit den Mandeln hat mir besonders gut gefallen, denn sie bringen noch etwas Crunch. Ich will den Kuchen nicht sofort essen, deswegen friere ich ihn ein und habe so immer einen Vorrat für unerwarteten Besuch. Dazu habe ich ihn in Stücke geschnitten, in Klarsichtfolie gepackt und in Gefrierbeutel gegeben. Man kann den Kuchen bei schwacher Leistung gut in der Mikrowelle auftauen. Vielleicht probiert ihr das Rezept ja einmal aus. Hier sind die Zutaten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.